waren, glaube ich, 150 Teile, irgendwie sowas um den Dreh. 20 Gramm, da wiegt ein Teil schon, weiß nicht, 0,1 Gramm so. Auf jeden Fall die Fingerspitzen sind definitiv unter 0,1 Gramm. Ja, die 9 Hände, die ich jetzt baue, sind für den menschlichen Hauptcharakter. Und die Figur ist zwar ziemlich genauso groß wie die vom Chef und vom Richter, die ich bislang schon gebaut habe, aber weil der Charakter sehr viel dünner und dürrer ist, sind die Hände ein bisschen kleiner. Und das heißt, von Handgelenk bis Fingerspitze sind das jetzt knapp 3 cm. Ja, ich habe mich dafür entschieden, die Finger dieses Mal aus C45 Stahl herzustellen, weil der wesentlich robuster ist als Messing und ich bei den letzten Händen, die noch ein ganzes Stück größer waren, bereits an die Belastungsgrenze vom Messing gekommen bin. Das Problem war, dass beim Anziehen der kleinen Schräubchen das Gewinde mehrmals schon durchgedreht ist und dann ist natürlich das Teil futsch. Tatsächlich hat sich es als recht schwierig herausgestellt, überhaupt an die richtige Materialquelle zu kommen, um so kleine Stückchen aus Stahl herzustellen. Ich hatte anfangs versucht, solche typischen Vierkantprofile, wie man es vom Messing kennt, auch in Stahl zu finden, aber das gibt's nicht. Und nach etwas Nachdenken bin ich auf die Idee gekommen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, als Ausgangsmaterial ein großes Stück zu benutzen und dann mittels Schlitzen und Sägeblättern quasi die Kleinstückchen herauszuarbeiten. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich sehr viele Arbeitsschritte durchführen kann, während noch alle Stückchen zusammen an einem großen Klotz hängen, was für die Stabilität und fürs Einspannen wirklich ein großer Vorteil ist. Ja, nachdem man die Stückchen dann schlussendlich von dem großen Klotz abtrennt, ist es mitunter eine ziemliche Herausforderung, diese Brösel in dem Haufen anderer Brösel wiederzufinden. Da die Materialstärke an der Stelle, wo das Gewinde reinkommt, nur noch 0,4 mm dick ist, ist es besonders wichtig, dass das Gewinde sehr senkrecht und von Anfang an sauber geschnitten wird. Weil das entspricht nicht mal mehr ganz 2 Umdrehungen der Schraube, bis sie schon wieder am anderen Ende rauskommt. Mit den üblichen Mitteln, wie man Gewinde so schneidet, von Hand neigt man dazu, ein bisschen hin und her zu wackeln oder es ist generell sehr schwierig, überhaupt den Gewindeschneider senkrecht zu führen. Und damit das jetzt bei diesen Teilen besser funktioniert, habe ich mir eine kleine Hilfskonstruktion aus Alu geschaffen, die den Gewindeschneider senkrecht über dem Werkstück führt. Die nächsten Arbeitsschritte, das Schlitzen der eigentlichen Gabelgelenke, muss jetzt an den losen Fingergliedern einzeln durchgeführt werden. Und da diese kleinen Teile sehr schwierig zu spannen sind, habe ich mir da auch eine Hilfskonstruktion geschaffen. Und zwar auch einen recht großen Block Stahl, der entsprechende Schlitze aufweist, die genau die Breite der Fingerglieder haben. Dort können die reingelegt und von oben festgeschraubt werden und dann sind die dort ziemlich sicher arretiert und können nicht verrutschen.
Beim Zusammenbauen des Fingers kann ich dann die Festigkeit der Gelenke an den Schräubchen ganz genau justieren. Und idealerweise ist das Knöchelgelenk am festesten, das mittlere Gelenk mittelmäßig und das Fingerspitzengelenk besonders locker. Und so sollte man dann in der Animation am fertigen Finger in der Lage sein, jedes Gelenk einzeln anzusteuern quasi, ohne dass die anderen Gelenke sich immer mitbewegen. Für die Handflächen dann habe ich mich doch wieder für Messing entschieden, weil das Teil einfach größer und robuster ist und Messing einfacher zu bearbeiten ist. Bei den letzten Händen hat sich gezeigt, dass die sich beim Animieren recht schnell abnutzen, weil die Silikonschicht um die Armatur einfach sehr dünn ist und sehr leicht aufreißt, wenn man da mehrfach den Finger hin und her biegt und solche Geschichten. Und da der Hauptcharakter in einer sehr langen Szene oft benutzt wird und wir nicht jedes Mal, wenn eine Hand kaputt ist, erst neue gießen wollen, habe ich mich dafür entschieden, gleich mehrere, 3 Paar Hände herzustellen. Ich dachte mir so, für 3 Paar Hände brauche ich 6 Handflächen und habe die ganz fröhlich so nach Plan hergestellt, um dann am Ende festzustellen, dass ich jetzt 6 rechte Handflächen habe. Naja gut, ich habe mich dann dafür entschieden, das so zu lassen, weil eigentlich kann ich die Handflächen auch einfach umdrehen, um das linke Gegenstück zu kriegen. Der einzige Unterschied ist, dass dann die Schrauben von innen nach außen statt von außen nach innen durchgehen, aber da die Handfläche eingegossen wird, sieht man das sowieso am Ende nicht. Also erstmal ignorieren. Ja, für die volle Bewegungsfreiheit sollen die Handgelenke auch richtige Kugelgelenke bekommen. Und das muss natürlich auch maßstabsgetreu sein. So kleine Kugeln mit Stift oder mit Gewinde dran kann man nicht kaufen und das heißt, ich muss mir da was Ähnliches selbst herstellen. Dafür habe ich 3 mm Stahlkugeln und 1 mm Stifte, die mit Silberhartlot verbunden werden. Damit die Lötverbindung stabil hält, werden sowohl die Kugel als auch der Stift angeflacht, dass eine gerade Fläche beiden Teilen existiert, die zusammenpassen. Die größte Herausforderung ist es dann, diese Dinge übereinander zu stapeln, dazwischen ein Bröselchen Lot und Flussmittel einzufädeln und dieses ganze Sandwich dann irgendwie so zu stabilisieren, dass man es löten kann. Nachdem das dann schlussendlich irgendwann geklappt hat, wird die Kugel und der Stift nochmal schön poliert, damit da eine glatte Oberfläche ist, die sehr gut in der Gelenkpfanne rutschen kann. Die Gelenkpfanne ist quasi eine halbe Kugel von der Form. Also ich habe einen Kugelfräser, der genau diesen 3 mm Abdruck für die Kugel erzeugt. Und dann gibt es 2 Hälften, die zusammengeschraubt werden. Zwischen dem Druck hält die Kugel sehr sauber.
Die fertigen Hände kommen jetzt zu Ulrich, das ist ein Puppenbauer, der mich bei den plastischen Arbeiten und dem Formenbau unterstützt. Und als erstes wird die Armatur mit Plastilin umhüllt und die eigentliche Hand modelliert um die Armatur herum, dass sie die richtige Größe und die richtigen Proportionen haben wird. Dieses Positivmodell wird dann in Gips eingegossen in eine zweiteilige Form, die dann das Negativ für die fertigen Hände für den Silikonguss darstellen. Diese Metallarmaturen werden ja schlussendlich in Silikon eingegossen, in eine Gussform aus Gips. Und erfahrungsgemäß ist da das Problem häufig, dass die Armatur irgendwie nach unten sinkt oder zu sehr an einer Seite in dem Finger klebt oder so. Und dann ist dort das Silikon besonders dünn und reißt als erstes auf. Hier wurden die Fingerglieder und die Handflächen mit kleinen 0,5 mm großen Löchern versehen, die dafür vorgesehen sind, dass dort eine Nadel reinpasst, die die Armatur in der Form halten kann. Dann werden in der Form kleine Nadelspitzen rausschauen und die Armatur liegt dort auf. Und so ist gewährleistet, dass die Armatur in der Mitte der Form liegen kann und gleichmäßig von Silikon umgeben ist. Nachteil davon ist natürlich, dass man kleine Löcher in der Hand sehen wird und deshalb gibt es eben auch noch das zweite Exemplar ohne diese Nadelhalterungen, damit man, wenn im Bild die Handinnenflächen zu sehen sind, auch Hände hat, die absolut sauber aussehen.
Damit das Aussehen der Hände zum Charakter der ganzen Figur passt, haben wir uns für sehr lange, dürre Finger entschieden, bei denen die Knöchel deutlich dicker sind als die Fingerglieder. Und es ist mir auch wichtig, dass viele Sehnen und Adern deutlich auf der Hand zu sehen sind und die wirklich so alt und dürr wirken. So, diese Hände sind jetzt in dieser Form ein erster Testguss und der Guss an sich hat schon sehr gut funktioniert. Die Armatur bewegt sich sehr fein, es sind keine Gelenke verstopft, also technisch alles wunderbar. Aber das Silikon selbst hat hier ein paar Macken. Es gibt einige Blasen und dann ist es recht klebrig geblieben, weshalb die Oberfläche etwas aufgerissen ist und die Nähte sich nicht gut entfernen ließen. Also da werden wir auf jeden Fall noch weitere Güsse machen, bis ich damit zufrieden bin. So bleibt weiterhin sehr viel zu tun an den Händchen, ebenso wie natürlich am ganzen Projekt. Wenn es euch aber jetzt schon gefallen hat, dann könnt ihr mich sehr gerne unterstützen, beispielsweise auf Patreon. Woohoo! Alle Patrons bekommen Early Access zu neuen Videos, monatliche Updates und eine Nennung im Abspann, so wie diese fabelhaften Menschen. Da ich es allerdings nicht schaffe, jeden Monat ein ganzes neues Video zu veröffentlichen, gibt es noch andere reizvolle Vorteile. Beispielsweise fertige Screenshots aus dem Film, exklusive GIF-Animationen von den Charakteren, die man wie Emojis benutzen kann, physisches Merchandise wie Postkarten und Sticker und was mir sonst so einfällt. Oder sogar echte kleine Requisiten. Echte kleine Requisiten? Ja!